So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Jetzt bin ich gespannt. Der Turm. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. This room actually has a maze in it. Oh Gott, epileptischer Anfall. All the walls of the maze are invisible. Oh, And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Okay, danke schön, das will ich nicht mehr machen. Danke. Durch Death Textures. Weil ich will nicht, dass einer meiner Zuschauer wirklich einen epileptischen Anfall bekommt, deswegen probiere ich es erst gar nicht weiter. Und natürlich will ich auch keinen epileptischen bekommen. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Vielleicht, dass man Gefahren nicht immer voraussieht oder so. Und trotzdem ist man umzingelt von ihnen. So, hier haben wir einen Counter. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Oh Gott. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Okay, danke schön, dass du mir hilfst. Das Spiel, also beim Labyrinth, wäre ich wahrscheinlich dann nach spätestens 10 Minuten gerage-quittet. Aber trotzdem gefällt mir das Spiel nicht ganz. Vor allem nachdem er schon die Spiele anderen Leuten gezeigt hat und er eigentlich glücklich sein müsste. Warum schickt er ihm dann so ein Spiel? Wollte er seine Sachen vielleicht nicht zeigen und er will jetzt ihn bestrafen oder so dafür? Oder er sauer war? Ich weiß nicht. War da vielleicht irgendeine Nachricht sonst dabei? Und alles hat angefangen mit einem Counter-Strike-Level. Okay, geht die Tür The auf. switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. Okay. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Dankeschön. Was I a failure for not understanding this game?
Ich glaube I don't know nicht. why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Okay, anscheinend keine Message, was ich vorhin gefragt habe, ob er was dazu geschrieben hat oder so. Das Licht da oben gefällt mir. Erinnert mich an meine Zeit als I just Pornstar. felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left, and it felt somehow like I had failed. Ich meine, da ist jetzt so ein langer Gang nach der einen Tür, die man sowieso nicht aufbekommt. Where did I screw up? Wie gesagt, vielleicht wollte er nicht, dass du seine Spiele herzeigst. Lieber Davy, vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Warum habe ich mir das gedacht? I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Es hat geknackst. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen in meiner Arbeit versteckt habe. Irgendwo zwischen den Spielen. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Yes. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Gäbe es eine Antwort, einen Sinn, würde dich das dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, das du ihnen gar nicht geben solltest? Die eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. Sag mal, hat das selber die Straßenlampen nicht reingesetzt? War das ständig der Typ? Lass sie einfach so, wie sie sind. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mehr über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung. Nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself.
Und dann wirst du auch verstehen, was ich meine. Sag nichts. Das Rätsel. Kein Hebel. That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Epilog. Ich wollte gerade fragen, ob es das jetzt war, ob der Bildschirm jetzt schwarz bleibt oder. So, hat das Spiel jetzt immer noch Coda gemacht? Ich dachte, er hat nichts mehr gemacht. Oder ist das am Ende vom Turm noch angehängt? Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre Coda... More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. So, ich habe vergessen, was ich wirklich sagen wollte vorhin noch. Genau, wäre ich von Kodas Freund gewesen, ich hätte mich sicher nicht getraut, die Spieler weiter zu sagen. Vielleicht hätte ich ihm gesagt, hey, zeig das doch anderen Leuten, aber ich hätte sie sicher nicht ohne seinen Willen weitergezeigt. Ich frage mich, wie dann seine Spieler weiterhin ausgesehen hätten. Okay, da kann ich nicht hin. Ganzen Weg wieder zurück. Ich will jetzt trotzdem wissen, hat diese Sequenz auch Coda noch gemacht oder der Typ, um noch irgendwas an Coda zu sagen? Ich meine, da geht eine Tür auf, okay. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you.
Okay, jetzt werde ich ein bisschen klaustrophobisch. Wie gesagt, weiß ich auch nicht mehr so ganz, was ich eigentlich noch mehr sagen soll zu dem Spiel. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Vielleicht war es das, was Koda ihm mitteilen wollte, dass man nicht immer Bestätigung braucht für seine Sachen. Aber keine Ahnung, ob er einen Plan hatte in allem. I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Ich frage mich immer noch, ich will eigentlich immer noch wissen, ob das Spiel jetzt der, ich sag mal, Ersteller des Spiels gemacht hat. Oder ob das jetzt noch zum Turm dazugehört. Und vielleicht kommt noch was, weswegen jetzt er nicht mehr dabei sein will. Okay, ich wollte nur gucken, ob das da stehen bleibt oder wieder hochgegangen wird. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Nee. Du mich eigentlich? Okay, ich glaube, das gehört doch noch zum Level dazu. Wenn der Strahl wieder da ist. Gott, irgendwie habe ich Angst, da reinzugehen, wenn ich jetzt anfange zu schweben und vielleicht irgendwas sehe, was ich vielleicht nicht sehen will. Dann schalten wir halt die Flüstermaschine aus. Ich fange an zu schweben. Ich wusste es doch. Okay, ja, ich glaube schon, dass das noch Koda gemacht hat. Ja, an dem Labyrinth hätte ich, glaube ich, lange gesessen.
For our. Und dieses Lied wird wahrscheinlich gecopyrightet werden. Also hieß Coda mit normalem Name R. Dieses Projekt wäre ohne die folgenden Personen nicht möglich gewesen. John Beck. Geschrieben von Halina Hero und für Halina Hero und Ryan Wolf. Vielen Dank auch an oh Gott. Ich hoffe wirklich, dass Coda irgendwann vielleicht doch noch irgendwie Spiele macht. Ich habe sie gern gespielt. Aber keine Ahnung, ob er sich irgendwann nochmal meldet. Ich meine, das am Ende hört sich schon ziemlich endgültig an. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich zu dem Spiel noch viel sagen sollte, aber das war's.